Wenn du Probleme hast mit Arthrose, mit Gelenkschmerzen, dann bist du hier genau richtig. Wir machen einen Ablauf, eine schöne Routine, quer durch den Körper durch, sodass egal wo du was hast, die Chance groß ist, dass es erfasst wird. Wir fangen direkt an und gehen auf alle Viere. Wenn du Schwierigkeiten hast, auf den Knien so zu stehen, dann bitte einfach was Weiches unterlegen und mach immer so weit mit, wie es geht. Und aus der Position raus gehen wir jetzt langsam nach hinten, so weit wie es geht, und dann spürst du die Dehnung im Fußrücken. Da geht es jetzt um die Fußgelenke nämlich. Hat das einen Sinn, dass wir das langsam machen? Oder? Ja, weil du musst ja fühlen, wann die Dehnung zu stark wird. Entweder im Fußrücken die Dehnung oder im Knie oder im Oberschenkel. Und jeder geht so weit runter, wie er kann. Also ich kann beispielsweise absetzen, du wahrscheinlich auch. Ich kann das auch. Wenn das jemand nicht kann, überhaupt kein Problem, dann übst du genau in dieser Position, die gerade noch sich gut anfühlt, übst du weiter. Und dann wirst du Millimeter für Millimeter auch während einer Übung schon weiter nach unten kommen und im Verlauf der Zeit, wenn du diese Routine wiederholst, sowieso immer mehr. Und jetzt bleiben wir da und jetzt spannen wir mal die Füße gegen den Boden. Wir drücken rein quasi. Du tust so, als ob du dich vom Boden abstoßen willst mit deinen Fußrücken. Und wieder locker lassen. Und wenn du jetzt noch nicht absitzt, dann merkst du, du kommst ein bisschen weiter nach hinten. Da haben wir schon ein bisschen Freiraum geschaffen. Aber auch wenn du schon absitzt und spannst an, dann sitzt du halt lockerer ab hinterher, obwohl der Weg nicht viel größer ist. Das genießen wir jetzt noch einen Moment. Alles gut bei dir? Easy. Schön entspannt atmen. Tief ein, tief aus. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Schön langsam bewegen immer. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Handflächen und die Handgelenke und die Finger und Daumen. Alles, was da auch Arthrose haben kann. Drehen die linke Hand so weit nach außen, bis die Fingerspitzen zum linken Knie zeigen. Warum? Damit wir gut in die Dehnung reinkommen. Und wir legen den linken Ellbogen, den linken Daumen wollte ich sagen. Kleiner Unterschied, gell? Den linken Daumen an den linken Zeigefinger. Und rechts machen wir das Gleiche. Wie viel Abstand brauche ich und dazwischen? gehen jetzt ungefähr schulterbreit. Ja. Und jetzt gehen wir mit dem Gesäß immer weiter nach hinten. Und dann merkt man ja, wie das direkt in die Handgelenke reinzieht. Und wir atmen uns wieder schön rein. Und da geht es jetzt um Handgelenkschmerzen, Handgelenksarthrose. Alles, was in diesem Bereich sich abspielt. Klappt das bei dir, René? Super sogar, weil ich mache was Geh falsch nicht wahrscheinlich, zu weit oder? nach hinten. Ja, schön langsam, bleib am besten so. Es ist wichtig, dass die Finger nicht abheben von der Matte, ne? Wahrscheinlich. Das ist Ja, genau genommen weniger die Finger als der Handballen unten, ja? okay. Der muss drauf bleiben, der muss total drauf bleiben. Und jetzt fangen wir an und drück mal mit deinen Fingern gegen den Boden. Mit Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleine Finger, alle Finger drücken gegen den Boden. Dann lässt du los und gehst noch ein Stückchen weiter nach hinten. Und dann nochmal, die Finger drücken gegen den Boden. Du merkst ja den Dehnungsschmerz im Handgelenk, der muss gerade noch positiv erträglich sein. Wieder locker lassen und noch ein bisschen weiter reingehen. Immer unser Krafttraining schön einbauen, damit die Muskeln sich an die größere Länge gewöhnen. Und jetzt wieder rauskommen. Und jetzt gehen wir an die Wand. Jetzt geht es um die Fußgelenke. Wir zeigen es mal von beiden Seiten. Du bist dort, Jawohl. Ich bin hier. Und jetzt stellen wir die Füße in einem Abstand von der Wand, schulterbreit auf den Boden. Sie sollten nicht nach außen zeigen, Knie sind voll gestreckt und wir lassen uns langsam nach vorne. Und wenn die Dehnung in der Wade noch nicht ausreichend zu spüren ist, dann gehst du mit den Füßen noch ein bisschen weiter von der Wand weg. Roland, muss ich Hohlkreuz machen oder muss ich da gerade Rücken? Oder Am besten raus aus dem Hohlkreuz, aber vor allen Dingen Knie strecken. Das ist das Allerwichtigste. Gut, dass ich gefragt habe. Und wenn du jetzt leicht nach vorne gehst, immer näher an die Wand, dann merkst du in den Waden unterhalb der Kniegelenke die Dehnung. Ja, schummeln ein bisschen. Ich muss Beine gerade halten. Ne? So.
Manchmal fühlt man es nicht so richtig, ob die Knie gestreckt sind. Dann gehst du ein bisschen wieder raus, streckst voll aktiv durch und gehst dann wieder rein. Und jetzt fangen wir an und versuchen uns auf die Fußspitzen zu stellen. Da wir uns aber gegen die Wand abstützen, können wir uns keinen Millimeter mit den Fersen abheben. Lassen wieder locker. Das verstehe ich nicht. Nochmal bitte. Stell dich mal auf die Fußspitzen, Ja. aber verhindere mit deinen Armen und deinen Händen an der Wand, dass die Fersen sich abheben. Ah, okay. Ja, versuche auf die Fußspitzen zu gehen, aber die Hände drücken praktisch dagegen, dass die Fersen sich nicht heben. Ja. Dass es dir also nicht gelingt, dich auf die Fußspitzen zu stellen. Und wieder locker und noch ein bisschen weiter wieder in die Dehnung rein. Und jetzt geht's um die Knie und um die Fußgelenke. In einer Übung gleichzeitig. Oh, das geht. Und langsam wieder raus, kurz mal reinfühlen, bisschen schwenken. Und jetzt geht es um die Hüfte. Am besten nimmst du dir zu Hause irgendwie einen Stuhl, gehst vor eine Fensterbank, irgendwie sowas und gehst erstmal so weit auseinander, wie du merkst, das fängt langsam an zu ziehen. Und jetzt setzt du deine Fußspitzen ein bisschen nach außen, gehst mit dem Gewicht nach vorne und gehst mit den Fersen ein Stückchen nach außen. Und wieder nach hinten mit dem Gewicht ein bisschen, um den Vorfuß zu entlasten. Und wieder mit den Fußspitzen nach außen. Und dann nach vorne, um die Fersen zu entlasten. Und mit den Fersen wieder nach außen. Und wieder mit den Fußspitzen nach außen. Wieder nach vorne, Fersen nach außen. Kann das sein, dass ich schon hier am Ende angekommen bin, Roland? Weil es zieht schon ganz heftig bei mir. Ja, aber dann bitte nicht weitermachen noch, weil wenn es schon heftig zieht, dann bist du ja gerade noch im Wohlfühlbereich und solltest da bleiben. Oh, eigentlich nicht mehr. Dann musst du ein Stückchen rausgehen. Wenn Ja. es zu anstrengend ist, zu schmerzhaft, dann warst du zu viel drin. Muss immer noch positiv erträglich sein. Und jetzt drücken wir mit beiden Füßen, so als wollten wir die Füße zusammenziehen in der Mitte unter uns. Ja, richtig gegen den Boden drücken. Richtig fest drücken. Jetzt spannt sich die ganze Innenseite der Oberschenkel an. Und wieder locker lassen. Und noch ein bisschen weiter in die Dehnung reingehen. Heißt noch ein bisschen aufmachen oder noch ein bisschen nach vorne? Was heißt Ja, das? beides. Und jetzt wieder langsam zurückkommen. Mit Fußspitzen und Fersen abwechselnd. Immer ein bisschen weiter zusammenkommen. Langsam rausgehen, ein bisschen die Beine schwenken. Und jetzt geht es um die Schultern und um die Ellbogen. Du gehst in die Ecke. Okay. Ich mache, wenn du keine Ecke zu Hause hast, kannst du das auch machen, das an den Stühlen. Und zwar die Arme auf 30 Grad oberhalb der Schulterlinie gehen. Und Bei mir ein Fuß vor, einer zurück. So war das, gell? genau. Und die es am Stuhl machen, machen so wie ich, gehen einfach auf die Knie und lassen sich jetzt mit dem oberen Ende des Brustkorbs immer weiter nach unten in die Dehnung reinziehen. Roller, für alle, die es machen wie ich, wo muss der Kopf hin? Der ist egal eigentlich. der Möglichst ist gerade egal? halten ist gut, Okay. aber es kommt nicht so drauf an. So, und jetzt die Dehnung erzeugen. Und jetzt fangen wir an. René, Ja. du drückst mit beiden Händen so gegen die Wand, als wolltest du die wegschieben, beide. Und ich drücke nach unten, als wollte ich die Stühle kleiner machen. Richtig festdrücken, richtig viel Kraft. Oh. Wieder locker lassen und nach dem Lockerlassen weiter in die Dehnung reingehen. Und dann nochmal. Druck aufbauen. Richtig Kraft. Gerade die Schultern haben es nötig, weil vorne ist meist alles total verkürzt. Und durch das kräftige Anspannen gewöhnen sich die Muskeln daran, sich in der größeren Länge wohlzufühlen. Und wieder locker lassen und weiter reingehen. Bei Leuten, die nicht so trainiert sind, wie ich zum Beispiel, da zieht es auch ganz gerne mal bis in die Bis in die Finger rein. Ja, das ist normal. Das ist na ja. gut. Zieht in der Schulter,
im Brustbereich, den Arm runter, Ellbogen bis in die Finger. Und langsam wieder raus. Und jetzt mal kurz reinfühlen, weil das jedes Mal so ein herrliches Gefühl ist. Ich glaube, du kannst es nachvollziehen. Bisschen bewegen. Und jetzt bleiben wir nochmal bei der Übung für die Schultern. Wir stellen uns gegen die Wand, nehmen beide Arme in Schulterbreite etwa nach oben. Einen Fuß vor, einen zurück. Wenn möglich aus dem Hohlkreuz ein bisschen rausgehen. Okay. Die Ellbogen sind voll gestreckt. Und jetzt erstmal mit den Fingerspitzen nach oben ziehen, dass die Schultergelenke auseinandergezogen werden. Und mit dem oberen Ende des Brustbeins nach unten in Richtung Wand Stopp bewegen. nochmal mit dem oberen Ende des Brustbeins. Ja, das will gegen die Wand, so schräg nach unten. Verstehe ich nicht. Nochmal. Das obere Ende des Brustbeins Ja. möchte dichter an die Wand und Ja, weiter nach unten. Alles klar, man muss es einfach nur öfters sagen. Ja. Aber es ist gut, dass du fragst, weil ihr zu Hause habt vielleicht die gleichen Fragen und dadurch, dass René sie ausgesprochen hat, kann ich darauf antworten. So, und jetzt bei vollkommen gestreckten Ellbogen drücken wir mit beiden Händen so fest wie möglich gegen die Wand. So fest wie möglich gegen die Wand drücken. Wieder locker lassen, weiter in die Dehnung rein. Und nochmal. Richtig fest gegen die Wand drücken. Richtig fest. Kraft in die gedehnten Muskeln rein. Das ist so gut für die Muskelfunktion und für die Geschmeidigkeit und die größere Beweglichkeit. Und wieder locker lassen und nochmal weiter rein und dann langsam von der Wand wieder lösen. Und schwebend rumdrehen sozusagen. Ja? So, und jetzt Beine gestreckt. Geh mal quer zur Kamera vielleicht, dass So man das besser, auch bei ne? dir von der Seite sieht. Ja? So, und jetzt bitte mit beiden Handflächen auf die Beine. Und selbst wenn du bis hier kommst, und das zieht jetzt schon, überhaupt kein Problem. Jeder geht langsam so weit wie möglich immer nach unten, immer mehr. Rutscht einfach mit den Händen an den Beinen entlang. Schön atmen. Mit durchgestreckten Knien, das versteht sich doch von selbst. Genau, Knie sind durchgestreckt. Und die Kniekehlen sind meistens der begrenzende Faktor jetzt, der halt immer mehr diesen Dehnungsschmerz entfaltet. Gell? Also hör auf deinen Knieschmerz in der Kniekehle und lass den, dass er gerade noch positiv ist. Und jeder in seinem Bereich arbeitet sich immer ein bisschen weiter nach unten. Und dann greifen wir hinter die Beine, hinten an die Waden und je nachdem, welcher Höhe du bist und versuchen mit dem Rumpf nach oben zu ziehen. Was ist der Unterschied jetzt zu der Übung und der davor? Was ist das jetzt? Geh noch mal ein bisschen tiefer. Ja. Jetzt hältst du dich fest mit deinen Armen. Knie sind gestreckt. Stimmt. Und jetzt willst du mit dem Rumpf nach oben, hältst dich mit den Händen aber fest. Geht ja nicht. Genau. Deswegen spannen wir jetzt wieder unser Krafttraining an. Okay. Und noch ein bisschen weiter nach unten kommen. Und nochmal. Richtig ziehen. Und noch ein bisschen mehr ziehen. Und noch ein bisschen mehr ziehen. Da sieht man die Erfolge richtig schnell, gell, Roland? Und locker lassen, ja. Wenn man das regelmäßig macht und man hat vorher nicht den Boden berühren können, ist man ruckzuck nach 1-2 Wochen, würde ich mal sagen, hat man schon richtig Ich merk's ja jetzt große schon. Verlängerung. Und kommen langsam wieder hoch. Langsam wieder hochkommen. Bisschen bewegen. Und jetzt gehen wir nochmal abschließend auf die Matte. Und jetzt brauchen wir ein bisschen was, um die Übung besser zu machen. Entweder eine Rolle nehmen oder ein paar Bücher der entsprechenden Größe und eine Übungsschlaufe oder einen Gürtel oder ein Handtuch, irgendwie sowas. Und wer so eine Übungsschlaufe hat, der geht jetzt mit dem Fuß rein
und dreht einmal, greift mit dem Daumen, so wie ich es hier zeige, dort rein, das in die andere Hand oder die Bücher schon bereitlegen, je nachdem, was du verwendest. Und dann drehen wir uns und platzieren das rechte Knie direkt auf der Rolle bzw. den Büchern und ziehen jetzt langsam immer mehr die Füße Richtung Gesäß. Also den Fuß Richtung das Gesäß quasi. Ja. Und der andere muss ja dranbleiben wahrscheinlich, oder? Das andere Bein. Die Knie dürfen keinen großen Abstand kriegen. Die Beine sollten nach unten weg zeigen sozusagen, nicht zur Seite stehen. Gell? Muss ich den Fuß durchstrecken oder kann ich den geknickt lassen? Oder macht das keinen Lass den Fuß ganz, wie er sich fühlt und ziehe einfach die Ferse immer weiter Richtung Gesäß. Das ist das Wichtige. Und am besten die Handfläche auf dem Boden haben, so, weil dadurch kann man das ja, ist besser angenehmer. einstellen. Und dann kann man sich mit den Fingerspitzen immer ein Stückchen weiter nach vorne ziehen. Und ganz, ganz wichtig, die rechte Leiste muss richtig nach unten zum Boden genommen werden. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, oder Roland? Das mit der Leiste. Das ist schwierig. Ja, gut, dass du fragst. Also macht es nochmal so, wer mit der Leiste unsicher ist, geht nochmal kurz raus aus der Dehnung. Erst mit der Leiste runter und dann, während die Leiste unten bleibt, immer weiter wieder die Hand nach vorne ziehen. Und dann merkst du den Dehnungsschmerz ganz, ganz deutlich im vorderen, oberen Oberschenkel bis in die Leiste rein. Und das befreit die Hüfte. Das befreit ganz massiv die Hüfte. Immer weiter nach vorne kommen. Und jetzt drücken wir mal gegen. Ja, wir drücken mal gegen die Schlaufe, wollen das Bein strecken, das rechte. Lassen wieder locker und ziehen es weiter ran. Und nochmal. Das Bein will strecken. Warum ist es so, dass wir dann nochmal mehr ranziehen Locker können? lassen, weil der Muskel ermüdet, sich an die größere Länge gewöhnt. Dann hat er mehr Dehnung und gleichzeitig entfaltet er in der größeren Dehnung mehr Kraft. Und das ist eine ganz funktionelle Kräftigung für die Muskeln, die dadurch im Alltag unserer Erfahrung nach viel, viel besser einsetzbar sind. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Und für mich als faules Stück, ganz ehrlich, ist es eine Und schöne jetzt Motivation. mit dem anderen Fuß. Ja, das hoffe ich doch. Muss es sein. Jetzt machen wir das Gleiche für die andere Seite. Und du hast ja vielleicht gemerkt, die Übung, die haut richtig rein positiv. Und das ist gut so, weil das sind viele Verkürzungen, die mit Knieschmerzen, Hüftschmerzen und entsprechender Arthrose und mit Rückenschmerzen zu tun hat. Also es ist eine Multifunktionsübung sozusagen. Und jetzt gehen wir wieder mit der anderen Seite, mit dem Knie auf die Rolle und die Hand geht am Boden entlang. Und wir ziehen den Fuß, während die Hüfte unten bleibt, immer weiter Richtung Gesäß. Du merkst ja, nimm mal probehalber die Hüfte hoch, da lässt die Dehnung direkt nach. Und geh mit der Hüfte wieder runter, da merkst du, oh, viel mehr Dehnung. Und das ist ja genau das, was wir immer haben wollen. So viel Dehnung wie möglich und dann in die Dehnung Kraft rein. Und unserer Erfahrung nach schmelzen die Schmerzen weg wie das Eis an der Sonne. Um mit einem Bild zu sprechen, ist natürlich keine wissenschaftliche Aussage. Ja? Ich fand es schön, aber ich sag dir mal, was bei mir ist. Ich muss mich echt darauf konzentrieren, dass ich die Hüfte noch auf dem Boden lasse. Das ist meine Hauptaufgabe, meine Hauptbeschäftigung gerade. Genau. Und deswegen lieber auf Nummer sicher gehen, nochmal ein bisschen in Dehnung nachlassen. Erst runter mit der Hüfte, mit der Leiste, Wie kontrolliere ich das nochmal? indem du einfach runter gehst. Ja, gut. Ja, einfach, kann man jetzt nicht irgendwie nochmal besonders kontrollieren, einfach runter. Ja, dass die Leiste den Boden am besten berührt. Und immer weiter ranziehen. Jetzt spannen wir auch hier nochmal an. Wir wollen das linke Knie strecken, halten das aber fest. Strecken mit aller Kraft und drücken gleichzeitig die linke Leiste gegen den Boden. Und lassen locker und ziehen noch ein bisschen weiter rein. Und kommen wieder raus
aus der ganzen Geschichte. Langsam bewegen, schön langsam bewegen und wir haben den Job erledigt. Einmal durch den Körper durch. Wenn es dir gut getan hat, wenn du dich wohlfühlst, dann wäre es toll, wenn du das Video teilst. Es gibt so viele Menschen mit allen möglichen Problemen rauf und runter. Wie gesagt, für den ganzen Körper. Wenn du speziellere Probleme hast, dann klick bitte hier oben. Da kriegst du Videos für spezielle Bereiche, die du nochmal ganz konkret aufarbeiten kannst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.